Ja, herzlich willkommen, liebe Klassikfreunde, heute zu einem Dreh im frostigen Bayern mit einem ganz ausgefallenen Auto. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe schon viel gesehen mit über 6000 Autos, aber das hier ist eine S-Klasse aus dem Jahr 1958 und das vollkommen irre ist, der Wagen ist im Erstlack, im Originalzustand. Wir haben die Geschichte, der ist in Frankreich ausgeliefert, aber dann schon sehr bald in Sonnier, Kalifornien gekommen und glücklicherweise immer in den richtigen Händen gewesen. Wagen ist ja heute etwas über 60 Jahre alt und befindet sich im absoluten Originalzustand. Und zwar in einem Originalzustand, den ich so noch gar nicht gesehen habe. Was hier so ein bisschen fleckig und scheckig aussieht, hier vorne, schaut euch das mal an. Das ist der erste Lack, der durchpoliert ist. Also da hat einer sein Auto über Jahrzehnte wirklich toll gepflegt und glücklicherweise ist der Wagen nicht neu lackiert worden. Na, guckt euch das mal an hier. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Der erste Chrom in einem fantastisch originalen Zustand. Die Lampenringe hier vorne, schaut mal hier, mit einem Original Bosch-Stempelchen vorne auf den Ringen. So ist er ausgeliefert worden, ist ja die amerikanische Version. Hier vorne auch die Hellerlampen, die Originalen sind drauf. Das ist nicht neu verchromt, das ist alles so, wie es damals mal gebaut wurde. Und dann ist er in diesem tollen Grau. Es war, wie gesagt, Mercedes 220S, so heißt der. War die erste S-Klasse, die in den 50er Jahren gebaut wurde. Ab 1954 bis 1959. Das ist ein 58er 220S. Es hieß damals 6 Zylinder. 160 Stundenkilometer schnell, 2,2 Liter Maschine, ein ganz, ganz toller Motor, man kann ihn so mit 11, 12 Litern fahren, ist unkaputtbar, aber der ist durch sein Alter einmal kaputt gegangen, sage ich mal, die Originalmaschine haben wir noch dabei. Er hat aber einen original neu verpackten Originalmotor bekommen aus dem Werk und der ist da heute drin. Also ich meine, wenn man sich das anguckt, schaut mal hier, viertürig natürlich, ein 220S hat man auch an diesen besonderen Chromstreifen hier damals erkannt, auch an den Radkappen. Das war halt eben die S-Klasse, die es seinerzeit gab. Und schaut mal hier, das ist alles original. Man kann natürlich jetzt sagen, Gummi ist ein bisschen kaputt und dies passt mir nicht und das. Aber die Aura, die dieses Auto umgibt, dieses völlig originale Holz hier vorne, ja, der ist da ein kleines bisschen gerissen, aber der ist original. Der hat die Original-Aschenbecherchen. Ich sehe gerade, da fehlt was unten drunter. Also wenn man da ausmacht, fällt es unten raus, wo das ist, weiß ich nicht. Aber gut, okay. Jeder Film muss ja seinen Spaßmoment haben. Schaut euch mal das Dach an hier oben. Das ist doch wirklich eine absolute Sensation. Tja, das ist der erste Lack. Der ist so weit durchpoliert, nie gemacht worden. Also natürlich kann man das Auto jetzt lackieren. Schaut mal hier hinten. Aber der Wagen, der erzählt doch echt eine Geschichte. Also ich finde sowas absolut fantastisch. Ich habe sowas in so einem Zustand auch noch nie gesehen. Das Schöne ist ja, das Auto läuft ja so toll. Das merkt man, wenn man anspringt. Der läuft seidenweich, diese Maschine. Ich zeige euch gleich mal den Motorlauf. Ist übrigens interessant, ihr kennt vielleicht die Firma Wallner in München. Ist eine ganz tolle Referenzadresse für Mercedes, besonders 190 SL bzw. Mercedes aus den 50er Jahren. Die haben bei dem Auto die Technik gemacht. Da sind ungefähr 35.000 € reingegangen. Der Eigentümer war ein totaler Freak, ein totaler Liebhaber. Ich habe auch echt Glück und freue mich, dass wir das Auto bekommen haben. Der hat das zum Glück so erhalten. Dieses Auto hatte auch das große Glück, in eine Hand zu gelangen, der das erkannt hat, der gesagt hat, nee, ich will einen echten Oldtimer haben, ein echtes, tolles, altes Auto. Und wenn, dann muss der so authentisch aussehen wie hier. So, jetzt gehen wir mal kurz rein. Ich mache euch mal die Tür auf und dann zeige ich euch mal, wie der von innen aussieht. Ein Ponton. Er hat ja nicht mehr diesen Leiterrahmen gehabt wie in der Vorkriegszeit, sondern der hatte eine freitragende Karosserie. Jetzt schaut mal hier, das sind die ersten Stoffbezüge hier bei dem Auto. Hier, so war das damals, Gummi in der Mitte, auch Gummi unten drunter. Ist original, ist vieles aber natürlich, ich glaube, die Gummimatten sind neu gekommen, weil sie kaputt waren, sind aber die richtigen. Hier vorne Handschuhfach, erstes Holz noch, war damals ein richtig schönes Holz. Nicht so ein günstiges Furnier. Guck mal hier vorne, Heizung, warm, das hat er schon auf beiden Seiten gehabt, warm und kalt. Lüftung, hier vorne das Bäckerradio, das Originale, das gehört da rein. Hier die schöne VDOO hier oben, alles im guten Zustand. Ich meine, man kann sich natürlich drüber mokieren, dass das hier alles so ein bisschen abgegangen ist, aber es ist halt eben das Erste noch. Und ich finde, das Auto hat eine Seele, das ist wirklich einmalig. Schaut euch mal dieses tolle originale Lenkrad an. Hier vorne Messing, es war natürlich mal verchromt, das sah da ein bisschen anders aus, aber das ist halt eben sein erstes Lenkrad. Was er hier vorne hat, das ist eine Schaltung, Viergang, rückwärts ranziehen, ansonsten 1, 2, 3, 4. Dann hat er hier diesen schönen
Breitbandtacho, Öl, Temperatur, Wasser, Laufleistung, hat natürlich mehr gelaufen als 30.000 und hier ging es bis 110 Stundenkilometer. Das ist von innen beschmutzt, weiß ich jetzt nicht, was das ist, aber es ist zumindest auch noch der Original-Tachometer. Hier vorne hat er einen Schok, den musste man damals noch ziehen, weil er am Anfang so ein bisschen rumpelte. Das ist normal bei denen und so wieder ein bisschen war, aber dann liefen die Seiten weich. Ja, und schaut euch das mal an. Also hier oben die Sonnenschutzblenden, man kann das sehen. Das ist alles ein bisschen vergilbt, aber das sind die ersten nicht. Und die sind in einem Zustand, ich finde, das muss man unbedingt so lassen. Das darf man auf keinen Fall ändern. Hier ist die Beleuchtung, die Innenraumbeleuchtung funktioniert, auch die Originale. Hier auch wieder Sonnenschutzblende, der ganz kleine. Und die beiden Scheinwicher und hier vorne übrigens auch Aschenbecher. Also mit Zigarettenanzünder, der ist auch da, auch vorhanden. Ja, also es ist ein absolut traumhaftes Auto und er ist wirklich wunderschön original. So ist man in den 50er Jahren gefahren. S-Klasse war damals das Unternehmerauto schlechthin und es ist wie gesagt sehr viel Geld hier investiert worden. Das sieht man im Detail, aber man hat zum Glück alles authentisch belassen. Ich glaube, dass der Wagen einmalig ist. Ich würde mich wundern, wenn es ein zweites Auto noch so gäbe. Ich starte euch jetzt mal kurz den Motor und dann schauen wir vorne mal rein. Er ist noch ein bisschen kalt, wir sind ihn nicht gefahren, weil heute, ihr seht, da ist Schnee. Wollten wir dem alten Herrn nicht antun. Nachher ist da ein bisschen Nässe und ein bisschen Salz, das machen wir nicht. Der Wagen ist übrigens von unten ungeschweißt. Der ist überhaupt nicht geschweißt und tipptopp renoviert worden. Es ist alles sauber gemacht worden, alles ordentlich. Dadurch, dass er sich in Kalifornien seinerzeit befunden hat, hat es auch nie Salz gegeben. Und das wollen wir ihm heute auch nicht antun. Deswegen fahren wir ihn nicht. Wir machen nur diesen schönen Standfilm hier. Übrigens hier nochmal zur Erklärung, das ist der Blinker. Schönes Ticken. Einige kennen das aus ihrer Jugend noch vom Taxi, wenn man das mal gefahren ist. Ich kann mich daran erinnern. Denn bei uns in Deutschland gab es ja damals Mercedes 180, also so eine ähnliche Karosserie, auch als Ponton, Benziner oder Diesel. Das waren dann die klassischen Taxis hier in den 50er und 60er Jahren. Wie gesagt, der 220S war der große Sechszylinder mit 106 PS, ist 160 gefahren, war damals eigentlich das Vorstands- bzw. Unternehmerauto schlechthin. So, jetzt machen wir mal vorne auf. Da sind übrigens die Griffe hier für die Öffnung vorne unten dort. Schaut euch das mal an, wie herrlich leise der läuft. Könnt ihr das sehen? Es ist eine neue, original verpackte Maschine reingekommen. Hier vorne Aufkleber Made in West Germany. Das war damals noch wirklich eine Marke. Sind auch auf der anderen Seite, das zeigt auch Paul gleich, die ganzen originalen Fahrgestellnummern. Auf der Innenwand, das ist der Motor, merkt ihr, wie seidig, also es hieß aber, man kann dann 5 D-Mark-Stück draufstellen, das ist nicht umgefallen. Der ist noch ein bisschen kalt, wir haben ihn gerade rausgeholt, aber man merkt jetzt schon, wie toll die Maschine gelaufen ist. War ein ganz zuverlässiges Aggregat, ist natürlich auch irgendwann gealtert, weil man denkt, der ist 65 Jahre alt. Das Aggregat ist neu gekauft worden für ein Vermögen, original verpackt noch, kann man jetzt mittlerweile gar nicht mehr bekommen. Hier vorne sind übrigens Nummern, G160, da hinten ist die Fahrgestellnummer. Ja, und es ist ein völlig originaler 220S Ponton Mercedes. Also wirklich ein toller Wagen. Ich gebe mal ein bisschen Gas, damit ihr das auch hören könnt. So, ich glaube, er merkt, jetzt wird er immer ein bisschen wärmer und umso wärmer er wird, umso seidiger läuft diese Maschine. Ja, Originalkühler hier vorne. Ihr müsst mal darauf achten, wenn ihr euch restaurierte Autos kauft, schaut mal hier vorne auf das Mercedes-Logo. Das ist ein echtes Mercedes-Logo, nicht die, wie sie heute gebaut werden. So gehören die, so müssen die aussehen. Wenn so ein Logo drauf ist, ist das in der Regel ein Zeichen für ein wirklich gutes Auto. Das ist das erste noch. Das ist nicht abgeplatzt, nichts abgesplittert. Hier ist übrigens der originale Stern. Das könnte man noch ein bisschen polieren, wenn man will. Nur ich habe gesagt, mit Polieren seid vorsichtig, weil er ist schon genug poliert worden. Aber schaut euch mal dieses fantastische Auto an. Ja, was habe ich zu unserem Ponton noch zu sagen? Er ist technisch in einem wirklich hervorragenden Zustand. Die Karosse ist original, unten drunter ist er ungeschweißt. Und ich glaube, dass es einen zweiten 220er in dieser Qualität, in dem Zustand nicht gibt. Also ich habe sowas bisher noch nicht gesehen.
Übrigens ganz interessant, man erkennt ihn auch, den 220S hier vorne an den langgezogenen Blinkern auf dem Kotflügel. Das haben die normalen 180er oder so nicht gehabt. Daran erkannte man 220S, er hat ein bisschen mehr Chromzierat. Ja, und mit 6 Zylindern ist man damals klasse unterwegs gewesen. Also mit so einem Reisewagen ist es ja gewesen, par excellence, kann man wunderbar 130, 140 fahren. Ist wie gemacht für diesen Motor und man sitzt auch sehr, sehr bequem. Ich zeige euch hinten nochmal, ich mache euch hinten nochmal das Heck auf. Das heißt, das Fond. Also man könnte diese ganzen, das ist ja so aus Gummi, hier ist natürlich ein bisschen porös und in Kalifornien was warm, das könnte man erneuern, aber dann sieht man, dass das alles neu ist. Das kostet auch nicht so viel, aber man hat es halt eben original drin belassen. Und ich sag mal, der Charakter dieses Autos ist ja durchweg aus einer Linie und den würde ich auf gar keinen Fall in irgendeiner Form verändern. Schaut euch das mal an hier. Ich finde das Auto fantastisch und ich glaube, dass wir nicht sehr lange haben werden, weil wer das erkennt und das in seiner Sammlung stehen hat, der hat eine absolute Einmaligkeit. Also das kann man sicherlich sagen. Sowas kann man für Geld gar nicht kaufen. Entweder besitzt man sowas oder man kann lange suchen, aber ist, glaube ich, nirgends da. Ach, da ist übrigens noch die Originalnummer hinten drauf. Könnt ihr hier sehen. Hier ist der schöne Stern auf dem Heckdeckel. Hier vorne California. Das Originalnummernschild. Auto ist aber schon sehr, sehr lange hier in Deutschland, stand in der Sammlung. Und wir haben das große Glück gehabt, dass wir da dran gekommen sind. Auto hatte übrigens sein Leben lang Schonbezüge. Ich will euch das mal zeigen. Schaut mal da rein. Wenn er keine Schonbezüge gehabt hätte, könnte das niemals die Stoff in diesem tollen originalen Zustand sein. Ich würde das auch belassen. Er hat hier so die ein oder andere kleine Stelle. Hier oben ist er ein bisschen durch. Aber bloß nichts machen an dem Auto. Das ist ja wirklich ein Gesamtkunstwerk. Muss man so erhalten. Übrigens, hört euch mal an, wie toll diese Türen sich angehört haben. Habt ihr das gehört, was das für ein toller Sound ist? Mercedes, plapp und zu. Also wirklich erstklassig. Ein wunderschönes Auto, ein 220S. Der wiegt übrigens 1340 Kilo. Das ist das Leergewicht, relativ wenig, wenn man denkt, Autos solcher Kategorie, die wiegen ja heute über 2 Tonnen. Das hat er damals nicht gewogen. Es gab keine Servolenkung, es gab keine Fensterheber, hat er alles nicht gehabt. Gab es in den 50er Jahren nicht. Hat auch noch Trommelbremsen übrigens, also keine Scheibenbremsen. Aber ansonsten hier übrigens ganz nett, hinten die Aufkleber, schaut euch das mal an. Space Administration USA, National Aeronautics. Also der Wagen kommt aus Amerika, ist aber auch in 2009 schon Retro-Klassik erkannt worden, dass das ein ganz besonderes Auto ist. Er hat also an verschiedenen Veranstaltungen dann teilgenommen. Ich meine, klar, man kann ihn lackieren, aber ich glaube, das wäre eine Todsünde bei dem Auto. Würde ich auf keinen Fall empfehlen. Ja, was gibt es noch zu dem Wagen? Das war eigentlich das Wesentliche. Diese tolle Patina, die er hat. Dann, wie gesagt, Technik ist gemacht worden bei den besten Leuten. Alle beweglichen und hydraulischen Teile, Achse, Lenkung, Bremsen, das ist alles gemacht worden. Kupplung, Unterboden ist ohne Unterbodenschutz und rostfrei, ist auch eine absolute Rarität, ungeschweißt. So, und alle Fensterheber, Schlösser, Türen, das hat man alles ausgebaut, revidiert, auch das Radio. Also da ist sehr, sehr viel Geld reingegangen. Der Wagen, den kann man wirklich benutzen, nur bitte nicht bei so einem Wetter, auch nicht bei Salz oder Eis. Würde ich davon abraten. Aber ich meine, dass das echt ein Kunstwerk ist. Also im Grunde kann man sowas fast ins Museum von Daimler-Benz stellen, meine ich. Das ist so einmalig, der Wagen. Und so schön authentisch und unvermurkst haben wir ganz, ganz selten. Ja, ich denke, dass ich euch heute ein bisschen was Besonderes zeigen konnte. Mercedes 220S Ponton im völligen Originalzustand. Ich darf mich jetzt soweit erstmal verabschieden. Unsere Filme gehen weiter. Trotz des etwas starken Winterwetters. Wir können leider jetzt nicht jeden Tag auf die Straße, aber in dem Moment, wo es knochentrocken ist, machen wir das. Wir filmen weiter. Ich darf mich von euch jetzt erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht hier mit unserem Mercedes. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis demnächst. Euer Stefan Lufschitz und ciao.